zusammen. Hallo zusammen. Wir sind hier in der Wüstenstadt Ica in Peru. Wir waren vorher schon eine Woche in der Hauptstadt Lima unterwegs, aber da haben wir nicht gevloggt. Ja, das könnt ihr dann auf unserem Blog nachlesen, was wir dort gemacht haben. Und hier in Ica wollen wir jetzt auf eine Wüstensafari gehen, und zwar zu der Oase Huacachina. Und dafür haben wir jetzt auch diese Tücher hier damit wir vor diesem ganzen Staub geschützt sind. Genau, wir sind also schon startklar und können jetzt losfahren. Los geht's! Okay, wir sind jetzt hier bei der Huacachina-Oase angekommen und haben noch ein bisschen Zeit, bevor unsere Wüstensafari losgeht, und erkunden so lange noch ein bisschen die Umgebung hier. Also wir haben jetzt gerade diese Wüstentour gemacht mit dem Sandboarding und das hat richtig viel Spaß gemacht. Also wir haben schon mal einen in Dubai gemacht, aber das hier war jetzt nochmal viel, viel cooler. Das ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl, mit diesen Buggies zu fahren, weil die sind komplett offen, also man kriegt dieses Gefühl so komplett mit. Deswegen ist auch echt wichtig, eine Sonnenbrille zu tragen und dieses Tuch irgendwie sich von Mund und Nase zu machen. Und das Sandboarding war auch richtig cool. Also es ging so steil runter. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Ja, richtig gut war auch, dass wir die Tour zum Sonnenuntergang machen konnten, weil das einfach richtig toll aussah, als diese Sonne da hinter den Dünen untergegangen ist. Das Licht, das war schön so rötlich, pink. Ihr könnt es ja selbst sehen. Von heute war es das erstmal, aber morgen haben wir gleich den nächsten Ausflug geplant, und zwar geht es zu den Islas Ballestas, also so Inseln vor der Küste von Peru.
Und ja, dann schauen wir mal, was wir da so aufnehmen können. Hier gibt es jetzt ein paar Szenen davon. Ja, wie ihr gesehen habt, war das eine richtig schöne Tour wieder und wir haben auch sehr viel dabei gelernt. Zum Beispiel, dass die kleinen Humboldt-Pinguine, die dort leben, einfach bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell schwimmen können und bis zu 60 Meter tief tauchen, um an ihr Essen zu kommen. Ja, ist schon beeindruckend, wenn man sieht, wie klein die Pinguine sind. Also richtig niedlich waren die auch. Aber was leider schade ist, dass die oft auch als Futter für die Robben enden, weil die nicht wegfliegen können. Was wir noch gelernt haben, ist, dass dort durch die Tausenden von Vögeln auch richtig viel Dreck anfällt, der dann zu bestimmten Zeiten im Jahr abgetragen werden kann und dann teuer als Düngemittel verkauft wird. Genau. Wir haben hier in Ica auch noch eine Wein- und Pisco-Tour gemacht und dabei das älteste Weingut von Südamerika besichtigt. Und davon zeigen wir euch jetzt auch noch ein paar Eindrücke. Genau, das ist dann der Abschluss vom heutigen Vlog und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut! Tschüss!